Suchst du auch nach einer UV-Liste für 100.000 und mehr? In diesem Video gibt es die Liste für schnelle Verkäufe. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin. In diesem Video bauen wir gemeinsam eine 100.000 UV-Liste und die erste Karte auf unserer Liste ist Pierre-Emerick Aubameyang, und zwar nur mit Hunter, denn alle diese Karten aus dieser Liste sind spielbare Karten, die wir direkt mit Chemistry Styles und oder Positionswechseln kaufen, um sie dann teurer zu verkaufen. Und unser bester Freund bei der ganzen UV-Liste ist die Popular-Seite auf Futbin. Auf der Popular-Seite auf Futbin, da sind die 100 Karten, die am meisten geklickt werden. Das bedeutet natürlich auch, dass das die beliebtesten Karten sind, dass das gerade die Karten sind, nach denen es eine große Nachfrage gibt. Und je größer die Nachfrage ist, desto schneller haben wir natürlich die Verkäufe. Und all diese Karten, ich gebe dir ein paar Angreifer, ein paar Verteidiger hier und die kannst du dann schön mixen. Und all diese Karten kaufen wir direkt mit Chemistry Style, so wie Aubameyang. Und den kaufen wir mit Hunter, denn Hunter ist der teuerste Chemistry Style für die offensiven Karten. Schritt Nummer 1, wir gucken immer nach der Karte, wie viel sie eigentlich kostet beim Einkaufen mit dem Chemistry Style. Das heißt, ich gucke als erstes, wie günstig kann ich jetzt einen Aubameyang mit Hunter bekommen. Und das sind so 12.000, wo ich ihn locker kaufen kann. Das heißt, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, beim Einkauf schon ein bisschen zu sparen. Du kannst immer sehr gut vormittags zum Beispiel einkaufen oder abends um 19 Uhr, wenn neue Packs kommen oder so. Und dann würde ich in dem Beispiel zum Beispiel versuchen, den Aubameyang für 11, vielleicht sogar ein bisschen weniger Cards zu snipen, denn dann habe ich nochmal einen höheren Profit. Verkaufen dieser Karten, sofort draufstellen, 10-15% plus. Am besten machst du nur ein kleines bisschen überteuert, hast aber im Einkauf gespart, sodass du insgesamt einen schönen Profit machst, aber nicht lange auf die Verkäufe warten musst. Das geht ganz genauso gut mit vielen anderen Karten von der Popular-Liste, zum Beispiel Timo Werner, Premier League Stürmer, der schnell ist und den Link von Premier League nach Deutschland bietet. Wir haben Depay, Achtung Depay, nur bis Mittwoch. Er ist aktuell im Team of the Week, das heißt, sobald er wieder zu ziehen sein wird, am Mittwochabend wird er ein bisschen sinken, wenn du ihn nutzt, bis Mittwochabend verkaufen. Wir haben Jadon Sancho, du siehst schon, ich habe viele Premier League Spieler, die sind halt ultra beliebt. Wir haben Ben Yedder, der ist jetzt gedroppt, weil er natürlich auch durch Fekir in anderen Franzosen ersetzt werden kann, aber du kannst jetzt mit diesem neuen Preis von Ben Yedder auch wieder super diese Methode anwenden. Und ganz low budget ist Anti-Martial, aber auch bei ihm 2-3 Mal vielleicht auf die UV-Liste packen mit Hunter direkt. Bei den defensiven Karten, da wollen wir natürlich vor allen Dingen welche nehmen mit einem Shadow. Auch hier gehe ich die Popular-Liste durch. Das ist das gleiche Prinzip. Ich weiß, wenn die auf dieser Popular-Liste sind, dass die gerade irgendwo nachgefragt sind, dass ich schnelle Verkäufe habe. Und ein Beispiel für diese Kategorie ist zum Beispiel Upamecano. Upamecano würde ich dann auch nur direkt mit Shadow kaufen. Auch bei ihm wieder gucken, wie günstig kann ich ihn bekommen mit Shadow und dann das wieder so bei einer Karte bei dem Preis vielleicht um 1.000 oder so unterbieten. Das geht relativ schnell über Snipes und Gebote. Super einfach, wie gesagt, vormittags oder abends, wenn neue Packs kommen. Und dann auch ihn wieder so 10% teurer draufstellen. Dann kannst du da einfach schnelle Verkäufe machen. Schnelle Verkäufe und noch mehr Profite gibt es auch auf meinem Patreon-Discord. Komm in die Trading Gang. Erster Link in der Videobeschreibung. Da gibt es unter anderem Trading-Tipps mit Einkaufspreisen einfach zum Nachkaufen, sodass wir gemeinsam noch mehr Profit on top zu den Tipps zu YouTube machen. Wichtig ist, dass du aus dieser Liste verschiedene Spieler nimmst. Hier mal die ein paar defensive Karten, die ich im Moment sehr gut finde. Und ich gucke natürlich auch immer auf den aktuellen EA-Content. Also zum Beispiel ein Koundé oder so. Der hat natürlich nochmal einen kleinen Boost bekommen. Viele Leute werden diese Fekir SBC noch abschließen. Und Koundé ist natürlich ein Strong Link. Auf der anderen Seite kann es dir natürlich auch passieren, wenn jetzt ein ZOM rauskommt, wie oder ein französischer ZOM-Stürmer wie Fekir, wo jetzt zum Beispiel Ben Yedder gedroppt ist oder so. Und deswegen sage ich, verschiedene Karten von der Liste kaufen. Nicht einmal die gleiche Karte 10-mal kaufen, sondern einen Mix, weil dann hast du diesen Bonus, wie jetzt mit Koundé, dass du neue Links triffst, wenn SBC rauskommt und dass du gleichzeitig nicht die Gefahr hast, dass alle deine Karten sinken, nur weil eine neue SBC oder eine neue Karte rauskommt. Plus, das Allerwichtigste, ich glaube nicht, wenn einer 20 Mal die gleiche Karte kauft, dass er die wirklich günstiger 1 bis 2.000, je nachdem wie teuer die Karte ist, unter den normalen Preisen gerade bekommt. Und das gelingt dir natürlich gut, wenn du weniger von einer Karte kaufst. Zusätzlich kannst du natürlich auch noch SBC-Karten mit auf deine UV-Liste packen, als kleiner Bonustipp sozusagen. Bei den Cheapest Players bei Rating, da sehen wir, dass die ganzen SBC-Karten immer noch relativ günstig sind. Ein paar sind aber gestiegen, dadurch, dass wir jetzt ein paar SBCs haben wie Delete, wie Fekir, die relativ fair bepreist sind und mehr Leute machen diese SBCs natürlich.
Und das sind alles so Karten, zum Beispiel ein Piqué oder so, auch den kannst du vormittags sehr günstig einkaufen. Den kannst du auch natürlich um 19 Uhr snipen, wenn neue Promo-Packs, neue Preview-Packs kommen. Und dann kaufst du den auch sehr, sehr günstig ein und dann kannst du den normalerweise, wenn du den 2-3 Mal neu draufstellst, schon am gleichen Nachmittag, wenn du vormittags einkaufst, oder am nächsten Nachmittag dann günstig teurer verkaufen, wenn die Karten dann wieder durchlaufen, du sie immer wieder draufstellst. Und das geht natürlich gut mit diesen ganzen SBC-Karten. Wir haben zum Beispiel jetzt gesehen, Frankreich, La Liga, wird bei Fekir verwendet. Fekir ist, glaube ich, mit über 90% positiv bewertet bei Futbin. Also viele Leute werden das machen und das heißt natürlich, dass solche Karten, wie zum Beispiel ein Koke oder so, gute Nachfrage haben. Mit diesem guten Mix aus den spielbaren Karten, mit den Chemistry Styles und diesen SPC-Karten hast du wirklich die Chance, viele Sachen abzudecken, schnelle Verkäufe, denn wir haben es ja gesehen, Beispiel Ben Yedder, als dann Fekir rauskam, dass wir natürlich eine Gefahr haben durch neuen Content oder so. Gleichzeitig ist das natürlich auch das Potenzial für diese UV-Liste, dass diese Karten abgehen. Also achte beim Verkauf so auf 10 bis 15% Profit und spar lieber schon im Einkauf ein bisschen mehr, dass du schnellere Verkäufe hast und nicht übertrieben teuer einstellen musst, denn dann hast du überhaupt kein Risiko und machst die Münzen so schnell wie möglich. Ein Bonustipp sind noch immer SBC-Karten, die gerade nicht zu ziehen sind. Also zum Beispiel Thomas Müller ist ja diese Woche nicht zu ziehen. Das heißt, erst dann so eine Karte, wenn er in SBC-Lösung kommt auf Futbin, der dann besonders gut steigt, weil kein neues Angebot kommt. Darauf kannst du auch immer achten, dass du da mit solchen Karten tradest. Kauf die dann aber früh genug ein, dass du noch ein paar Tage hast, wo die nicht zu ziehen sind. Und wenn du richtig mehr SBC Investments, Road to the Knockouts Investments suchst, check dieses Video hier auf jeden Fall aus, abonniere den Kanal, dann sehen wir uns schon im nächsten Video. Ich bin raus, der Marvin, Servus, ciao, ciao.